Nee, ich kann euch ja mal was fragen. Warum seid ihr denn heute hier auf der Demo? Sagt mal. Also wir machen heute ein kleines Interview mit ganz vielen Leuten und hoffen, so ein bisschen Stimmung zu bekommen, was hier passiert und warum Nachhaltigkeit Leute bewegt. Warum bist du denn heute hier auf der Demo? Ich bin hier, weil Essen ist ein Thema, was uns alle angeht, Landwirtschaft auch. Und das ist mir ein ganz wichtiges Klimaanliegen auch. Es ist ein Anliegen auch um die Rechte der Tiere und ich möchte dafür eintreten, dass das besser wird. Aber ich bin heute Ersttäter. Also eigentlich hat mich die Aktion von Herrn Schmidt vor uns überzeugt. Das war ein Bärendienst, den er da gemacht hat. Und deshalb bin ich hier. Genau. Vielleicht können Sie das noch kurz erklären für die Leute, die das eventuell noch nicht wissen, was da abgelaufen ist mit Herrn Schmidt. Naja, Herr Schmidt hat das Glyphosat durchgedrückt und hat sozusagen seine Ministerautorität da genutzt in Brüssel. Und das finde ich unmöglich. Ja, heute hier auf der Demo bin ich, um unter anderem zu zeigen, dass sich die Agrarpolitik ändern muss, dass wir nicht weiter zulassen wollen, wie Minister Schmidt versucht, Verbraucher und Landwirte gegeneinander auszuspielen. To support the farmers in Germany, because I am from the farming network in Colombia. I'm from Colombia. So I wanted to be here to understand a little bit what is this, the demonstration, to support the messages, the key messages. Weil wir gegen das jetzige System der industriellen Landwirtschaft, das vor allem von Deutschland vertreten wird, demonstrieren. Was bedeutet denn für dich überhaupt Nachhaltigkeit? Na, Nachhaltigkeit bedeutet in erster Linie, dass sich auf Dauer irgendwas selbst erhält ohne große Mühe und dass unsere Enkelkinder und die Generationen, die kommen, auch was davon haben und auch lokal leben können wie wir. Also wir dürfen halt auf dieser Erde leben, aber wir müssen filtrig damit umgehen. So. Nachhaltigkeit geht für mich Hand in Hand mit Ernährungssouveränität. Also, dass jeder Zugang dazu haben sollte, auch um das Wissen um die Lebensmittel. Das ist ja auch so ein Modewort, ne? Also für mich bedeutet das eigentlich schon, dass man natürlich im Optimum so, dass die Gesellschaft eigentlich so funktioniert, so lebt, dass sie eben nicht zu Lasten der kommenden Generation lebt. Und das ist eben meines Erachtens in diesem System komplett utopisch, weil das erlebe ich auch in meinem Arbeitsalltag. Ich bin auch Gewerkschafter. Die Unternehmer, die Kapitalisten funktionieren einfach so, dass sie wirklich äußerst kurzfristig denken. Wo siehst du die Rolle der Wissenschaft in diesem ganzen Themenkomplex? Besonders wichtig ist es in so Themen wie zum Beispiel genverändertes Saatgut, CRISP und so weiter, wo man halt wirklich auch darüber nachdenken muss, was bedeutet auch Ethik in der Wissenschaft. Für Wissenschaft ist insbesondere wichtig, dass ihr gelingt zu verteidigen, dass es eine echte Realität gibt, auf der wir aufbauen und nicht plötzlich von alternativen Fakten die Rede ist. Ich wünsche mir generell von Wissenschaft, dass sie aber eben auch den Anspruch haben, populär eben auch die Dinge verständlich für die Masse der Bevölkerung, die jetzt eben keine Spezialisten sind in dem jeweiligen Fachbereich, das eben zu erklären und natürlich auch dazu beizutragen, die Leute wachzurütteln. Wissenschaft kann ja auch mit anderen Kontexten zu tun haben, zum Beispiel so mit Politik, mit Unternehmen und so. Und ich finde, so Wissenschaft ist ein bisschen Schnittstelle, wo sie Wissen vermitteln können. Wenn wir uns vorstellen, so in 10 Jahren, wir haben den nachhaltigen Wandel so geschafft, die ganze Welt sieht ein bisschen anders aus. Ja, wie würde euer Alltag so aussehen? Was würde sich für euch verändern? Was wäre anders? Also ich glaube, es ist auch am meisten solche normalen Produkte, solche Fertigprodukte, die einfach überall zu verkaufen sind oder auch an den Bushaltestellen oder an den Bahnstationen. Solche Sachen, die man einfach überall kauft, dass man weiß, dass man darauf vertrauen kann, dass auch solche Sachen nicht aus dem billigsten Ramsch kommen, sondern dass auch sowas aus guter Qualität kommt. It means everything because we can have urban farming, we can promote, each family has a little bit of seeds and plants in their own garden. We can change the way we distribute the food. Es hätte sich verändert, dass wir nicht diesen Anspruch haben, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, weil das ist Quatsch. So viel Arbeit gibt es nicht, aber es gibt Schönes zu tun.
wir machen auch so viel Schönes, aber viele von uns können sich nicht leisten, schöne Sachen im Alltag zu machen, auch notwendige Sachen für die Gesellschaft, weil wir Lohnarbeiten gehen müssen. Na, ich müsste die Labels im Lebensmittelkaufladen nicht immer eine Viertelstunde lang studieren, sondern ich könnte mich einfach darauf verlassen, dass das, was ich da kaufe, gut und für alle gesund ist. Wenn Sie samstags nicht zur Demo gehen müssten, dann was würden Sie Samstag tun? In der Sonne liegen. Oder bei dem Wetter, vielleicht jetzt im Winter scheint die Sonne ja nicht so anhaltend, dass man sich in den Liegestuhl legen kann. Aber man kann auf seinem Balkon zum Beispiel schon mal seine Töpfe in Ordnung bringen. Danke fürs Interview. Ja, sehr gerne. Habt ihr denn noch einen Slogan, den wir dann alle zusammenrufen können hier auf der Demo? Clap, 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 mind the gap. Clap, 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 mind the gap.